And we've been looking at this important sermon that Jesus shared with us 2,000 years ago. Wir schauen uns im Moment diese Predigt an, die Jesus vor über 2000 Jahren gepredigt hat. We've been looking at it the last couple of weeks, and we will continue it for the rest of the month of March as well. Also wir haben uns die letzten Wochen diesen speziellen Abschnitt angeguckt und werden das auch noch im März weiterführen. And today we're going to look at Matthew chapter 6, specifically verses 19 through 24. Also heute gucken wir uns das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 19 bis 24 speziell an. And we're going to talk some about money. Und wir reden über Geld. And about wealth. Und über Wohlstand. And about motives. Und über Motive. And you could look at your neighbor for a second. Und schaut euch mal euren Nachbarn an. And say, hey, you got a buck for me? Hast du einen Euro für mich? Ja, hast du einen Euro für mich? Frag das mal. Yeah? Oh, Esther, you're sitting by yourself, you know? I'm sorry. You'll have to ask the person behind you or in front of you, okay? But money is something that, there's a phrase that says, money makes the world go round. Also es gibt im Englischen ja ein Sprichwort, dass Geld die Welt antreibt. I didn't prepare you for that one, Yeah, sorry. But I would say that, this word that has to do with motives and drive, when you talk about money, it can cause us to do some funny things. Also Geld kann uns zu komischen Sachen bringen und uns auch zu Sachen motivieren. And I believe that's why Jesus spoke about it in this important sermon, because he talks a lot about our motives. Und deswegen hat das Jesus hier in dieser Predigt angesprochen, weil er viel unsere Motive anspricht. What moves my heart to do the things that it does? Was bewegt mein Herz zu dem, was es tut? And Jesus is always wanting to go deeper and get to the root of the matter. Und Jesus möchte wirklich die Wurzel anfassen. Er möchte tief reingehen. Now last week, Mishi began talking about this topic of motives and what it had to do with prayer and with fasting. Und letzte Woche hat Michi damit angefangen, über Motive zu reden und was uns motiviert. Und er hat über Gebet und Fasten gesprochen. And also about the giving of alms or giving money to the poor. Und auch Almosen geben und zu den Armen geben. And Jesus was talking about how those things that good people or that righteous people should naturally do. Und er hat darüber geredet, was gute bzw. rechtschaffene Leute tun sollten. They need to do those out of the right motive. Sie sollen aus dem richtigen Motiv handeln. And Jesus continues in this passage and he starts to talk about this topic of the priority and about how our heart handles finances and wealth and money. Und Jesus spricht hier weiter über dieses Thema und redet über die Prioritäten und wie unser Herz damit umgeht. And let's look at this first verse in verse 19 that we're going to talk about today. Also lasst uns mal Vers 19 anschauen. Jesus says, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Now he uses this word here at the very beginning. He talks about treasure. Also er spricht hier über Reichtümer. And we could talk about, that's the German word for wealth. Let's use the word for treasure. Schätze auf Deutsch übersetzt so. I have boys and they like pirates. Also ich habe Jungs und die mögen Piraten. And I love this word treasure. Und ich liebe dieses Wort Schatz. And I like the word wealth too, because I'm an adult. Und ich mag auch Reichtum, weil ich bin erwachsen. But I remember even as a kid, hunting for treasure. Und auch einem Schatz nachjagen als Kind war immer aufregend. And what's interesting is Jesus uses this word here for wealth or for treasure, and it paints a very broad picture with this word. Und Jesus benutzt dieses Wort für Schätze bzw. Reichtümer und er zeichnet hier ein sehr breites Bild. He's not just talking about money. Er redet nicht nur über Geld. He's also talking about possessions. Sondern auch das, was wir Besitztum. Talks about clothes and homes, and it's also referring to power. Und er redet auch über Kleidung, über Häuser und Wohnungen, über Strom. What is part of our wealth or treasure? Oder was ist auch ein Teil unseres Wohlstands, ein Teil unseres Schatzes? And he's not talking about Strom, but he's talking about Macht, Über But
He's also probably referring to fame and to popularity. Über Bekanntheit spricht er hier auch und Beliebtheit. I think Jesus knew about Strom back then, but he just didn't, about electricity. But, he's also talking about athleticism. Oder auch über Sportlichkeit. Because when we think about our modern world, what do people possess? Und wenn wir darüber nachdenken, was besitzen Leute heutzutage? Some people we would consider wealthy because of the money that they have. Und manche sind vielleicht wohlhabend wegen dem Geld, das sie haben. Others it's because of their giftings and their abilities. Manche wegen ihren Talenten und ihren Fähigkeiten. And we see all of these different things. Even your good looks could be part of your wealth. Sogar dein gutes Aussehen könnte ein Teil deines Wohlstands sein. It's amazing how much money people spend on their looks. Es ist nicht überraschend oder sehr überraschend, wie viel Geld wirklich Leute dafür ausgeben für gutes Aussehen. I was walking through the airport in Frankfurt yesterday. Ich bin gestern über den Flughafen in Frankfurt gelaufen. And they have this ad campaign going right now about stereotypes. Und die haben gerade diese Werbekampagne über Stereotypen. And it said that you would think that the Americans spend the most money on plastic surgery. Und du würdest denken, dass die Amerikaner das meiste Geld für plastische Chirurgie ausgeben. But they said actually Brazil spends the most money. Aber tatsächlich Brasilien gibt das meiste Geld dafür aus. I had to smile as I walked by and read that. Ich musste lachen darüber. Because I would have thought the same thing. Ich hätte wirklich selbst das Gleiche gedacht. That probably the Americans spend more money on plastic surgery and are more concerned with good looks. We think of Hollywood and movies. Und ich dachte wirklich, die Amerikaner, die geben am meisten für Schönheits-OPs aus, weil ich meine, man denkt an Hollywood und die Stars. But Jesus is saying these things that we consider treasure or wealth here on earth, they won't last forever. Aber diese Dinge, die wir Schätztümer oder Reichtümer hier auf der Erde haben, die bleiben nicht in der Ewigkeit. Because they can't ultimately fulfill the deepest longings of our hearts. Weil sie können das tiefste Gefühl der Sehnsucht nicht erfüllen. It's interesting. He uses this example of moth or rust, or you could even say time destroys things. Und er nimmt dieses Bild der Motten und des Rost, man kann sogar sagen, die Zeit zerstört Dinge. Or somebody could come along and break into your apartment and just take everything. Oder jemand kann einfach vorbeilaufen und in dein Haus einbrechen und alles mitnehmen. And he's saying here that there's something about the human heart and money and fame and possessions and their power over us. Ja, und da gibt es etwas über das menschliche Herz und ihre Besitztümer, das was ihre Bekanntheit und über ihre Herzen. And so sometimes I've heard people complain that the church talks about money too much of the time. Und manchmal habe ich auch gehört, dass die Gemeinde oder die Kirche zu oft über Geld redet. Now, if you've been a part of Life Church for a while, you realize we don't talk a lot about money. It's not a big topic for sermons here. Und wenn du schon mal hier in der Life Church warst oder ein paar Predigten gehört hast, bei uns ist Geld nicht so ein großes Thema. And I'm not talking about money today just because things are maybe tight or we need you to give more. Ja, und ich rede nicht jetzt über Geld, weil Sachen gerade eng in der Lage sind oder weil wir mehr Geld brauchen. Because Jesus said it's important to talk about this and to have a healthy perspective and relationship to money and possessions. Nee, ich rede darüber, weil Jesus gesagt hat, wir sollen eine gesunde Beziehung zu Geld und unserem Wohlstand haben. In fact, we just had our annual church, not our annual, but we had a church business meeting on Thursday night. Und tatsächlich haben wir am letzten Donnerstag auch eine Jahreshauptversammlung gehabt. And we talked about there and looked at even some of our financial reports. Und wir haben uns da auch unsere finanziellen Berichte angeguckt. And we actually have more that comes in than what we spend each month. So that's a good situation. Und im Moment haben wir mehr, das reinkommt, als das, was wir ausgeben in jedem Monat. And what's great about that is that it will also help us to begin saving more money so that we can renovate and make more space here. Und das Tolle daran ist, dass wir damit auch mehr Geld sparen können, sodass wir hier anfangen können zu renovieren. And so I think this is an important topic for us as a church at this specific point in time. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema als Gemeinde für uns, genau an diesem Zeitpunkt. Because I believe God is calling us as a church in this area of finances to see things from His perspective. Weil
Gott beruft uns jetzt genau in dieser Situation der Finanzen, seine Perspektive anzunehmen. So let's read the rest of this verse 19. Also lass uns den Rest des Verses 19 lesen. He says the thieves will break in and steal, and in verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves cannot break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Und hier im Rest des Verses 19 sagt es, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. What could Jesus possibly mean by storing up treasures in heaven? Also was könnte Jesus möglicherweise damit meinen, wenn er darüber redet, Schätze im Himmel oder Reichtümer im Himmel zu sammeln? Is this like the ultimate savings account or piggy bank? Ist das ultimative Konto oder Sparschwein? You know, what does Jesus mean by this? Was meint Jesus damit? I've never seen a heavenly EC or ATM, Geldautomat. Ich habe noch nie so einen himmlischen Geldautomaten gesehen. Well, I'll only look at a couple things I think that Jesus doesn't mean by this first. Also ich werde erstmal so Sachen angucken, die Jesus damit nicht meint. First, he doesn't mean that Christians have to give away everything in order to fulfill this law, give away everything they have. Also als erstes meint er nicht, dass wir als Christen alles weggeben sollen, was wir haben. You may be familiar with a story from the New Testament where a very wealthy young man came to Jesus. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte aus dem Neuen Testament, wo ein sehr wohlhabender Mann zu Jesus kam. And he said, "What do I need to do?" Und er fragt, was muss ich tun? And Jesus said, "Sell everything you have and give it to the poor and follow me." Und Jesus sagt, ja, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm mit mir. And yet we find in other stories that Jesus himself was supported by even some very wealthy women. Und in anderen Geschichten lesen wir, dass Jesus sogar von sehr wohlhabenden Frauen unterstützt wurde finanziell. And so I don't think that Jesus is making this a fast and hard rule for everyone who is following him, that you have to sell everything you own to be able to do that. Weil ich denke wirklich, dass Jesus nicht ist eine feste Regel für jeden jeden macht, dass man alles weggeben soll und alles verkaufen soll, um Jesus zu folgen. It also doesn't mean that as a Christian you should not be investing or saving money. Das heißt aber auch nicht, dass wir als Christ investieren sollen oder nicht investieren oder kein Geld sparen sollen. It doesn't mean that we shouldn't be starting businesses. Das heißt nicht, dass wir keine Firmen gründen sollen. But rather we know that Jesus himself said we should be faithful with what we've been given. We think of the story of the talents and what was invested there. Ja, wir sollen gut mit unserem Geld umgehen, was wir gegeben haben, was uns gegeben wurde. Ein guter Verwalter sein. Wir kennen die Geschichte von den Talenten, die gegeben wurden. I want to make you aware of something, and it's a little flyer I have here. Ich möchte euch was zeigen. Das ist ein Flyer. Nahid Ghassemi, who is part of our church, she's from Iran. Nahid Ghassemi, sie kommt aus dem Iran und ist ein Teil unserer Gemeinde. You might know her son Aryan as well, who's part of our church. Vielleicht kennt ihr auch ihren Sohn Arian, der ist auch ein Teil unserer Gemeinde. She'll be opening an Iranian grocery store tomorrow in Rohrbach. Morgen eröffnet sie einen iranischen Einkaufsmarkt And in Rohrbach. I'm excited about this. Und ich freue mich da so. I'm excited about her with a new life and a new beginning and moving forward. Und ich freue mich über die neue Gelegenheiten, über neues Leben und die neuen Möglichkeiten, die sie dadurch hat. And I was in her little store on Friday. Und am Freitag war ich in ihrem kleinen Laden. And we'll be going by there today as well. She's going to have a little reception and she's invited people to come and pray for her business. Und wir waren dann da und heute werden wir auch nochmal vorbeikommen und dann möchte sie, dass sie so einen kleinen Empfang hat und dass Leute für ihr Vorhaben beten. And I believe that God is going to bless her investing there and what she's trying to do financially. Und ich glaube fest daran, dass Gott sie segnen wird mit dem, was sie da tut und worin sie investiert. And I believe that God entrusts us, just like in that story of the talents, he entrusts some people with large amounts of money and wealth because he knows that they will use it for his kingdom. Und
Gott traut uns auch mit verschiedenen Geldern, manche von uns sogar mit sehr viel Geld. It's not wrong for us to save money or to enjoy a good life. Es ist nicht falsch, dass wir Geld sparen oder dass wir auch Geld ausgeben, um das Leben zu genießen. God gives good gifts. Gott gibt gute Geschenke. God blesses. Gott segnet. But what he's most concerned about is how do we respond in our hearts to those things that he blesses us with? Aber was ihn am meisten kümmert, ist die Sache, wie wir mit unseren Herzen antworten auf die Sachen, die uns gegeben werden von ihm. Do we have those possessions or do those possessions have us? Haben wir diese Besitztümer oder haben diese Besitztümer uns? You know, I have a friend that when he was in university and part of the student ministry that I was a part of, Also ich habe einen Freund, der damals auch in der Studentengemeinde war, wo ich Teil war. there were many of us that were sensing a call to full-time ministry, some as missionaries, some as pastors, and to all different parts of the world even. Also es gab viele von uns, die sich zum Vollzeitdienst berufen gefühlt haben. Manche als Missionare, manche als Pastoren. And there were at least 10 couples that came out of this one generation of a student ministry that went into full-time ministry around the world. Und es gab mindestens 10 verschiedene Paare, die aus dieser einen Generation gekommen sind, die dann in den Vollzeitdienst gegangen sind, als Missionare in der ganzen Welt. And this one friend of mine was very disappointed because he felt like God was not calling him to go into some kind of ministry and he was frustrated. Und mein Freund, der war so richtig frustriert, weil der hatte nicht das Gefühl, als würde Gott ihn in irgendeinen Missionarsdienst rufen. And at one point in prayer, the Lord spoke to him. Und an einem Punkt sprach dann der Herr zu ihm im Gebet. And he said, I'm not calling you to go, I'm calling you to finance all of them. Und ich sage dir, gehe nicht, sondern finanziere diese, die gehen. And God has truly blessed this man and his wife, and they give over 30% of their income away and support these people on a regular basis. Und dieser Mann wurde richtig gesegnet finanziell mit seiner Frau und sie geben jetzt über 30% von ihrem Einkommen, um diese Missionare zu finanzieren. And so they're just as involved in these ministries as the people who have gone. Also er ist genauso involviert wie diese Leute, die gegangen sind. So what is Jesus trying to get at here? Let's look at verse 21 again. Also lass uns nochmal Vers 21 anschauen. He says that where your treasure is, that's where your heart is going to be. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein, sagt er. It's not so much about the possessions or the wealth that we have, it's about where is our heart or its perspective or motives. Also es geht nicht nur um diesen Reichtum und diesen Wohlstand, wo der ist, sondern auch über unser Herz und unsere Zuneigung, wo die ist. You could say it's where's our priorities or our focus. Wo sind unsere Prioritäten oder unser Fokus, kann man sagen. And Jesus is saying here, let's not spend our time or waste our time focusing on temporary things, but on eternal things. Also Jesus sagt hier, lass uns nicht unsere Zeit investieren und unsere Energie investieren auf Dinge, die vorübergehend sind, sondern Sachen, die tatsächlich Gottes Königreich, Gottes Reich weiterbringen. And you might think to yourself, okay, well, I'm storing up treasure in heaven. That's something for the future, like a holy retirement plan. Und vielleicht denkst du, ja, okay, ich sammle für die Zukunft, für das Himmelreich und das ist wie so ein Rentenplan. But Jesus came with a message that says the kingdom of heaven is here. Aber Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist jetzt. And we know that it is now, but it is not completely fulfilled yet. Und wir wissen, es ist jetzt, aber noch nicht komplett. But I believe Jesus is also talking in this moment about the here and the now, not just about a retirement plan. Aber in dieser Predigt spricht auch Jesus das Jetzt und Hier an und nicht nur über unsere Rentenplan. God's kingdom is here now and in our world today. Gottes Reich ist jetzt und in unserer Welt heute. We are alive now. We have the money in our wallet, or maybe we don't, but it's right now. Wir sind am Leben, wir haben das Geld in unserer Tasche oder vielleicht auch nicht. Und das Königreich Gottes ist jetzt. And God is challenging us and asking us, what are we doing
to bring about his kingdom in this life and in the lives of others right now. Und er fragt uns, was machen wir, um das Königreich Gottes jetzt zu unterstützen? But we also know that the kingdom of heaven is something that has not been completely fulfilled yet. Wir wissen auch, dass das Reich Gottes noch nicht komplett vollbracht ist. So I think Jesus is speaking about the now and he's speaking about the future. Er spricht über das Jetzt und über die Zukunft. And he's saying if we learn how to love God with all of these things that he's given us in the now, Also wenn wir lernen, damit umzugehen, mit den Sachen, die er uns jetzt im Hier und Jetzt gegeben hat, then we will have treasure not only in the present but also in the future. dann werden wir einen Schatz und Reichtümer haben, nicht nur hier in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Jesus himself believed in life after death. Jesus hat fest an dieses Leben nach dem Tod geglaubt. He taught about it, he preached it, Er hat darüber gelehrt, er hat darüber gepredigt and he demonstrated it. und er hat es auch demonstriert. And it's our hope in the resurrection that is the foundation of our faith. Und es ist die Hoffnung an die Wiederauferstehung, die uns den Glauben gibt. That's why I believe that the things I do, the decisions I make, what I make a priority today, it will affect my eternal future. Und deswegen glaube ich auch daran, dass die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, die Prioritäten, die ich jetzt treffe, einen Einfluss auf meine unendliches Leben haben. And so Jesus goes on and he talks about this thing. Let's look at the next verse 22. He says, the eye is the lamp of the body. Und Jesus redet hier im Vers 22 über das Auge gibt dem Körper Licht. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is that darkness? Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper in Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Jesus uses a really strange analogy, I believe, here on this place. Jesus macht hier einen richtig komischen Vergleich. When I think of eyes, I think of two eyes. Also wenn ich über Augen nachdenke, dann denke ich so zwei Augen. And I think of when I picture a person, I picture two eyes. And Jesus talks about the eye. Und wenn ich über eine Person nachdenke, dann denke ich mir immer so zwei Augen. Aber Jesus redet über das Auge. And ever since I was a kid, whenever I would hear this verse, I would picture a cyclops with a big eye right here in the middle of their face. Und als Kind habe ich immer so einen Zyklopen mir vorgestellt mit so einem einen Auge mitten in dem Gesicht. But I believe Jesus is using an analogy here